Grüezi. Servus Und hallo. und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir nehmen dich mit durch das griechische Mazedonien. Erkunden die Region und vielleicht kannst du daraus den ein oder anderen Tipp für dich ziehen. Ganz genau. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like. Und wenn du zu den 68% gehörst, die den Kanal noch nicht abonniert haben, einfach unten draufklicken, abonnieren und folge unserer Reise. Und jetzt? Los geht's, viel Spaß! Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려와 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready to enjoy the night. Oh, baby, it's right now. You don't wanna waste this time. 어디든지 가줄게. Yeah, I'm on a road, can't stop. 이루어질 거야. I'll take you to the moon. Na 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 can't stop. 이루어질 거야. I'll take you to the moon. Kaum 1,5 Stunden gefahren, sind wir an einem traumhaften, riesengroßen, einsamen Sandstrand angekommen und haben erstmal Mittag gegessen und es ist sogar super warm für Januar, kann man sich überhaupt nicht beklagen. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I'm okay, you know it's just a phase. Don't think I'm leaving 'cause I'm not at all. And if you get hurt, it's unintentional. I just wanted you to realize that I'm the one you like, that I'm the one you like. So where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Also wir sind jetzt zu Quellen gefahren. Und, gehst du baden? Nee, Sie sind ein bisschen heruntergekommen. bisschen creepy hier. Ja, verglichen mit den anderen. Aber es ist ein sehr spezieller Ort. Yeah, was it good for you, or are you just confused? Don't think I'm leaving 'cause I'm not at all. So if you get hurt, it's unintentional. Wir fahren jetzt weiter. Es war irgendwie ein bisschen gruselig. Es hat zwar einzelne Becken, die sind aber schon recht warm, aber es ist nicht so cool wie bei dem Fluss, bei dem wir letzte Woche waren. Und ja, jetzt fahren wir weiter. Auf jeden Fall, wenn du einen coolen Lost Place sehen möchtest, eben das Thermalbad, schau es dir unbedingt an. Stehen mit dem Wohnmobil ist hier nicht so einfach, weil es halt wenig Plätze gibt und die sind dann von Einheimischen besetzt. Und da wollen wir nicht hier stehen und denen den Platz wegnehmen. All I ever wanted was a sign from you, telling me you need me here just like. Nachdem es gestern ein bisschen mühsam war, einen schönen Stellplatz zu finden, sind wir aber doch an einem mega coolen Parkplatz angekommen, haben tierischen Besuch erhalten und heute haben wir vor, die Stadt Kavala zu besichtigen. Die ist hier ganz in der Nähe und jetzt genießen wir hier noch den Platz und dann fahren wir auch schon los.
Wir sind jetzt hier in Kavala und das ist eine ganz süße Stadt mit einer wunderschönen Altstadt. Und die gehen wir jetzt besuchen. Wir haben den Van hier unten am Hafen parkiert. Kavala ist eine sehr bedeutende Stadt im Norden Griechenland. Sie liegt unter anderem am Ägäischen Meer und hat 70.000 Einwohner. Sie hat eine sehr reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Der Hafen von Kavala hatte schon immer reges Treiben. Schon früher diente der als Knotenpunkt für die verschiedenen Ortschaften, Ländern hier in der Umgebung. Und auch heute wird er noch rege genutzt, unter anderem auch für Tourismus. Kavala ist unter anderem auch sehr osmanisch angereicht. Das hat die Ursache, dass im Osmanischen Krieg die Stadt eine sehr zentrale Rolle hatte. Und das sieht man auch in den verschiedenen Häusern hier in der Altstadt. Unter anderem ist Kavala auch bekannt für die Tabakbranche, die Tabakindustrie. Denn hier in der Region ist sehr guter Boden für Tabakpflanzen und das wird hier auch seit Jahrzehnten angebaut. Unter anderem wurde hier 1769, glaube ich, Muhammad Ali Pascha geboren. Der hat eine sehr bedeutende Rolle im Osmanischen Krieg geführt, ging dann aber rüber nach Ägypten, also der wurde hier geboren. Unter anderem gibt es hier in Kavala auch ein zweistöckiges römisches Aquädukt. Wir fahren jetzt hier durch die Region und es ist irgendwie alles verbrannt. Im Sommer hat es hier ziemlich stark gebrannt. Es ist nur schwarz, es ist krass, was hier zu sehen ist. Der Tag heute ging super schnell durch. Wir haben gar nicht viel gemacht, außer ein bisschen rumgehangen, so wie Ari. Wir wissen nicht genau, was das Wetter macht und wir sind mal wieder am ganz östlichen Teil einer Zeitzone angelangt. Das heißt, es ist 4:30, aber die Sonne hinter mir, die geht schon unter, ist noch eine halbe Stunde hell und dann ist hier schon wieder zapfenduster. Und dann sind wir mal gespannt, was das für eine Nacht wird hier. Das weiß man beim Vanlife eben nie genau. Wir hoffen, dass der Sturm nicht kommt, dann stehen wir hier super. Wenn er kommt, müssen wir vielleicht wegfahren, vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben. So, guten Morgen. Es ist 5:30. Es stürmt seit 30 Minuten. Wir stehen hier an diesem wunderschönen Strand. Es kam ein Gewitter, eine kleine Sturmflut und das Wasser ist unter unserem Van durch und hat uns eingegraben. Griechenland hat am letzten Tag, bevor wir jetzt morgen verlassen hätten,
ja, noch eine Überraschung für uns bereitet. Es ist natürlich super dunkel, man sieht gerade nicht sehr viel, aber dadurch, dass das Wasser hier durchkam, kam natürlich viel mehr Sand und jetzt sind wir so ja, bis halbe der Räder irgendwie eingegraben und so auf der rechten Seite ein bisschen abgesackt. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten, bis das Gewitter durch ist. Dann wird es auch Tag, dann wird es auch hell und dann gibt es wahrscheinlich eine große Grabarbeit, bis wir unsere Vans da wieder draußen haben. -2. Gestern, als wir angekommen sind, war da 0. -1. Also vorne und hinten rechts müssen wir graben. Was sagst du dazu, Ari? Du bist müde, ja? Wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Sonnenaufgang ist in 2,5 Stunden, um 20 vor 8. Bis dahin gilt es warten, weil wir sehen nichts zum Buddeln und unter unserem Van steht immer noch Wasser. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen und zu stürmen, das ist schon mal sehr gut. Zudem ist um 7:30 ist Niedrigwasser, da haben wir auch noch Glück und dann gilt es zu graben. Sich aufregen bringt nichts, es ist so wie es ist. Es kam, wir hätten nicht gedacht, dass es wirklich kommt, weil wir das Ganze eigentlich analysiert haben und Wetter-Apps geprüft. Es gab keine Sturmwarnung. Aber eben, es ist so wie es ist, nicht aufregen. Einen blöden Kommentar, negativen Kommentar schreiben bringt auch nichts. Wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht und ich bin da guter Dinge. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can come. But it's black, yeah it's black, oh the water's black, 'cause it's black. So, kurzes Update. Wir haben probiert, Kanäle zu bauen, haben wir auch gemacht. Das Problem ist, dass die Räder unter Wasser sind und es läuft ständig nach. Hat jetzt so noch, also es hat gut funktioniert und jetzt haben Simon und Thorsten die Sandbleche drunter gemacht. Nur es ist irgendwie ein bisschen tief und wir kommen nicht auf die Sandbleche. Sie probieren jetzt mit dem Wagenheber die Sandbleche ganz runter zu machen und dann so probieren rauszukommen. Der Tag scheint irgendwie aussichtslos zu sein. Wir haben jetzt vorhin noch 2 Bulgaren getroffen, die stehen weiter hinten und sagen, dass das hier ein Gebiet ist, das gerne überschwemmt wird, auch vom Meer. Und ja, heute Nachmittag aktuell haben wir, ich glaube 10:30, und heute Nachmittag um 16 Uhr bis um 2 Uhr in der Nacht soll es nochmal zu Regen kommen. Der Wind ist abnehmend und sie haben auch gesagt, dass der Wind ab morgen sich dreht und dass er dann von den Bergen zum Meer geht und das Meer rückläufig ist. Wir haben ja das Glück, dass hier fast keine Flut ist, nur 0,1 Meter um 13:30 Uhr. Und sie haben uns jetzt geraten, ja, wir müssen einfach warten und aussitzen. Blöd gelaufen. Es gibt eben ein Problem, wir bekommen die Sandbleche nicht unter die Räder, weil der Sand so lehmig ist und das Grundwasser drückt. Das heißt, wir können so viel graben wie wir wollen, es hat immer Wasser und dadurch ist der Sand natürlich so lehmig und das bringt nichts.
Es ist ein Freudentrend. Es gab einen Bulgare und der hat eine Seilwinde und der zieht uns raus. Oh mein Gott. Danke, Universum. Ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Bitte Daumen drücken. Unsere Freunde sind draußen. So, wir haben gedacht, wir fahren nochmal zum Strand, um das Ganze zu verarbeiten, weil ich habe in der Nacht gar nicht so gut geschlafen. Ja, es war irgendwie, muss es zuerst verarbeiten. Und sind jetzt nochmal zum Strand gefahren und schauen uns das an. Ja, vor 24 Stunden im Sand festgesteckt, heute Morgen im Schnee, wenn Vanlife wirklich nervt. Es ist wieder mal so, wenn Vanlife nervt. Wir müssen den Stellplatz wechseln. Und warum? Weil es zu fest schneit. Und Griechenland hat leider kein Winterdiesel, das heißt, unsere Heizung gefriert ein. -3 Grad haben wir. Jetzt fahren wir in die Plusgrade. Jetzt stehen wir wieder in der Stadt Alexandroupolis. Was war denn eigentlich das Problem? Wir waren da in Ferres, oben auf dem Berg, mega schön, aber da war es so windig und es hat geschneit und war immer -3, -4 Grad und irgendwann hat unsere Dieselheizung die Leistung verloren und das ist eigentlich nicht normal für sie. Also ist irgendwas mit der Dieselleitung oder mit dem Diesel, ja, war das Problem. Jetzt sind wir mega schnell oder so langsam, aber zügig da runtergefahren in die Stadt. 5 Minuten später war kein Schnee mehr da, der Wind ist immer noch kalt. Wir haben jetzt nochmal Diesel getankt und uns noch so ein Additiv gekauft. Das müssen wir aber erstmal übersetzen, ob das überhaupt gut ist. Auf jeden Fall, unsere Heizung heizt wieder. Wir haben schon unsere warmen Socken wieder ausgezogen und Patricia hat die Skiunterwäsche wieder ausgezogen. Also glauben wir, dass wir für heute Nacht wieder sicher stehen. Morgen wollen wir in die Türkei fahren. Griechenland war wunderbar, vor allem im Winter. Es hat uns richtig gut gefallen. Es ist größtenteils menschenleer und ich würde sagen, mit unter die nettesten und hilfsbereitesten Menschen, die wir auf unserer ganzen Reise je getroffen haben. Also großes Kompliment an die Griechen. Da stimme ich dir voll zu. Und falls du im Winter nach Griechenland fährst, dann schau dir unbedingt das Wetter an. Es ist nicht zu unterschätzen. Wie du gesehen hast, auch wir haben die Erfahrung gemacht, haben uns einmal festgefahren und vor 3 Tagen am Strand fast versoffen. Schnee gestern gehabt. Es ist wirklich nicht ohne. Also
pass auf und gute Fahrt. Genau. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns ein Like und ganz viel Liebe da. Abonniere unseren Kanal und schreib einen netten Kommentar. Genau, da freuen wir uns immer. Und jetzt fahren wir in die Türkei und sind gespannt, was uns da alles erwartet. Tschüss! Und unter anderem gibt es hier in Kavala auch ein zweistöckiges Viadukt. Nein, es ist kein Viadukt. Irgendwie gibt es hier ein zweistöckiges römisches Aquädukt. Und hier in Kavala gibt es ebenso ein zweistöckiges Aquädukt. Unter anderem gibt es hier auch in Kavala auch ein zweistöckiges Aquädukt. Ich kann es nicht sagen.